Gabby, will you give us a summary of what we did yesterday? Gabi, würdest du uns eine Zusammenfassung von gestern machen? Yeah. We started speaking about bloom. Well, we continue speaking about bloom. Wir haben weiterhin Blumen betrachtet And how he moved to that city, that Leipzig. wie er nach Leipzig ging. Today I'm actually a bit blind. And then we saw how they were going through a time period of revolution. Dann gab es eine Zeit der Revolution. We spoke about the March Revolution, then the February. Wir haben über die Februar- und Märzrevolution gesprochen, We started speaking how the people started uprising. wie sich das Volk erhoben hat, Because of the Bloom promoting liberty for the people. weil Blum Freiheit für das Volk forderte. Then we started speaking a bit as well about William the Fourth Dann haben wir über Wilhelm IV. Gesprochen, and how he was established in Berlin. wie er sich in Berlin niederließ. And how he went. My phones are really disconnected, but I remember a part where he went into the veranda because he wanted to give a speech. He went to where? To the Balkon. veranda. Ah ja. Balcony. Er ist auf dem Balkon seines Palastes gestanden und wollte eine Rede halten. And he wanted to give a speech to the people, and he heard gunshots. Und dann gab es Gewehrschüsse. So he didn't end up giving his speech, Er hat seine Rede nicht zu Ende gehalten. and that was already a sign of a starting of another revolution. Und das war der Beginn einer weiteren Revolution. So, and then we spoke about the flag as well. Dann haben wir über die deutsche Fahne gesprochen, What the colors in the Germany flag represents, was die Farben repräsentieren and how every color represents a stage of what happened in history. und jede Farbe ist in der Geschichte ein Teil der Geschichte, was dort passierte. We saw how a few kings were given the throne basically in Frankfurt, or Wir haben gesehen, wie einige Könige in Frankfurt gekrönt wurden. and I think they started gathering together to start creating new reforms. Und sie haben sich dort versammelt, um neue Reformen zu machen. So that starts democracy now in Germany. Und hier ist der Ursprung der Demokratie in Deutschland. So then a few of them got together Einige haben sich verbunden and they tried making like a constitution. und wollten eine Verfassung machen. So, but they had like liberal people one side and conservative people one Aber es side, gab Liberale und Konservative which I think still stands up until today. und so ist es auch heute noch. And then at one point we see how Bloom tries to go back into Vienna, An einem Punkt geht Blum nach Wien zurück and there's a established family there which has a complicated name as Habsburger family. Yeah. und dort gibt es die Habsburger. And Bloom tries to intervene in this revolution, Und Blum mischt sich in die Revolution mit ein dort. and because he's not supposed to do this, he is taken into prison. Das hätte er nicht machen sollen und deswegen wurde er ins Gefängnis geworfen. Where he's sentenced to death, Dort hat er sein Todesurteil bekommen. and even though he was one of the rulers and he was not supposed to be put onto death, Und obwohl er einer der deutschen Führer war und man ihn nicht mit dem Tode hätte bestrafen dürfen oder auch nicht ins Gefängnis werfen dürfen,
they still killed him because the letter of release didn't get to where Ah. it's supposed to before he could be killed. Haben sie ihn trotzdem getötet, denn seine Freilassung kam, oder seine Begnadigung kam zu spät. So at the end, the constitution is actually not put in place, and that Letztendlich ist die Verfassung nicht eingesetzt worden. and people start feeling that all of the time they've been played around and lied to. People start feeling like the leaders were lying to them. Das Volk hat nun den Eindruck, dass sie von den Führern belogen werden. So again, they rise up and start another revolution. Sie haben sich wieder erhoben und wieder eine Revolution angezettelt. So we saw the struggle in between the people and the leadership, basically. Also wir haben hauptsächlich den Kampf zwischen Führung und Volk gesehen. I think it was more or less that. There's other things in between, but Das war's. Thank you. That's good. The February Revolution, in what country did it take place? Frage an Odilio, die Februarrevolution, wo hat sie stattgefunden? Austria, you mean? Nope. You have 2 more tries? Russia? Nope. France? It was France. Die fand in Frankreich statt. In France, you had the revolution in February, which took down the July monarchy. Dort war die Februarrevolution, die die Monarchie in die Knie gezwungen hat. This led to the March Revolution, Das führte zur Märzrevolution. which was in which country, Jean-Marc? In welchem Land war das? France? Wrong. Oh, sorry. 2 more tries. Austria. Wrong. Okay. March. Germany. Germany. Thank you. In Deutschland. So this is in the Alright German Confederation, Ich schreibe hier hin der deutsche Zusammenschluss. because Germany back then consisted out of all the states in here, plus Prussia and Austria. Deutschland hat damals aus den ganzen Einzelstaaten bestanden und Österreich und Preußen. So the French Revolution has an effect on this revolution here. Die französische Revolution beeinflusst diese Revolution hier. But even what was the condition of Germany so that the revolution found good ground Was war to succeed? was waren die Zustände in Deutschland, wo die Revolution guten Samen fand, Guten Boden. guten Boden? Economical downfall. Es gibt wirtschaftlicher Niedergang, Populism, right? That because of that populism, right? deswegen gab es Populismus. What else? Refugee problem. Flüchtlingsprobleme. And another one? We didn't maybe state it in a summarized way, but maybe you can remember it. I don't know. Suppressing by the leadership, by the government. Unterdrückung durch die Leiter, durch die Führer, Volksführer. Okay, that led to the March Revolution, Durch die Regierung. Das führte zur Märzrevolution. which led that the people had to, the royalty in Germany had to give in, What does it mean to give in? nachgeben. Die königlichen Führer mussten dann nachgeben. So this is 1848, what we are looking at. Wir schauen uns das Jahr 1848 an. February, March leads Februar, to May. März, und das führt in den Mai hinein. What happened in May, Gabi? Was geschah im Mai? It's in this town here. when they started, they tried to make the constitution. Yeah, that's Sie the wollen- National Assembly. Sie wollen eine Verfassung dort schaffen, die Nationalversammlung. But throughout the time, things didn't work out the way how they should have, Aber es passierte nicht so, wie sie es sich vorgestellt haben. which leads us to September.
Und das führt uns in den September, the September Revolution. zur Septemberrevolution. Udiyo, in what country did the September Wo Revolution fand die take place? statt? Vienna. Vienna, In which is Wien. Austria, right? Wien in Österreich. Here in March, what happens to the people? Was Do they win or lose? hat das Volk im März gewonnen oder verloren? I think they will. They won. Sie haben gewonnen. So make it green. Das machen wir grün. Try and start a constitution. So the leadership was forced to go into this agreement here of having the National Assembly. Die Führer waren also gezwungen, diese Nationalversammlung zu gründen und dort Verträge zu machen. What happens in September? Was geschah im September? Do they win or lose, the people in that Hat das revolution? Volk gewonnen oder verloren? Lose. They lose. Sie haben verloren. Okay, so what I want you to see is that there are two parts of the revolution. Ich möchte euch zeigen, dass es zwei Teile der Revolution gibt. If you remember, because I think most of you have seen Sister Tessa's presentations, Viele von euch haben sicherlich die Präsentation von Schwester Tess gesehen. she has the study on the revolutions, and she takes the French, the German, First World War, the Russia, and the Sie- United States. Sie hat die Revolution durchgenommen in Deutschland, in Preußen, in den Vereinigten Staaten, wo else? Russland. Und in Russland. And she always shows how a revolution has two parts to it, with in between a small space of preparation for the next one. Sie hat aufgezeigt, wie die Revolution aus zwei Teilen besteht, aber zwischendrin gab es einen Teil der Vorbereitung Na, für so- die nächste Revolution. So I suggest we see the same pattern here in this German revolution. Und ich denke, wir sehen das auch hier in der deutschen Revolution. We have two, the Wir haben March and zwei, the September, März with und September, different outcomes, mit verschiedenen Ergebnissen. and in between we have the National Assembly. Und zwischendrin haben wir die Nationalversammlung. And this one here ends with what act, Gabi? Und womit endet die zweite? Killed Blum in prison. Did they kill him in prison? Or he was shot. He was shot? I don't know where, but I know he was Do you shot. remember the date? Blum wurde erschossen. Um, November 9. oh yeah. November 9th. Am 9. November Bloom is killed. wird Blum getötet. And he dies as the symbol of freedom. He's considered a martyr of democracy, for Ja. democracy. Stirbt als Symbol der Freiheit, als Märtyrer für die Demokratie. So we considered a little bit yesterday what this would mean for us. Wir haben das gestern schon etwas betrachtet, was es für uns heute bedeutet. So far of what I could understand Soweit wie ich das verstehe, was that we can take from the French Revolution that from this moment on there will be a centralization of power, dass ab der Französischen Revolution die Macht zentralisiert wird. representing the French Revolution in Napoleon. Das stellt sich durch Napoleon dar. And from Bloom we will see how democracy will end / in America how republicanism sort of will come to its end. Und durch Blum, wie die Demokratie endet und aber in Amerika, wie der Republikanismus aufkommt. And we see here that Bloom is considered as a martyr. Wir sehen, dass Blum als Märtyrer betrachtet wird. So he is actually sacrificed, right? Er wurde geopfert sozusagen. How many horns does the United States have? Wie viele Hörner haben die Vereinigten Staaten? 2. Zwei. What are they? Um was geht es dabei? Okay, we have Protestantism Protestantismus and und Republicanism. Republikanismus. When did this horn come down? Wann wurde dieses Horn abgebrochen sozusagen? First edition? Yes, Protestantism. April 19. April 19th. Am 19. April So 1844. Republican horn is still remaining. Aber das Horn des Republikanismus ist immer noch da. I have a question. Why do these horns have to come down? Warum müssen diese Hörner abgebrochen werden?
papacy to take over? Okay. Okay, Vadim, Yeah, I would say you were the only one raising your hand, but you had the answer of all of them. Good. Yeah, I think you guys you hit the point. What was the point? Nobody answered. These horns have to go down in order for the papacy to take over, Diese Hörner müssen abgebrochen werden, damit das Papsttum die Macht übernehmen kann. or for America now to speak as a dragon and not as a lamb anymore. Oder dass Amerika wie ein Drache spricht und nicht mehr wie ein Lamm. And I suggest to take these horns down is to sacrifice them. Und diejenigen, die die Hörner zerbrechen, werden geopfert. And I suggest that Bloom represents the sacrificing of this horn. Und ich glaube, dass Blum das Opfer für dieses Horn darstellt. Nee, das Opfer nicht für dieses Horn, sondern dieses Horns. Dieses Horn wird geopfert. Das So- Horn wird geopfert und Blum ist dafür das Vorbild. Now I lost my thought I had. What did I want to say about the horn? Bloom. Oh, Bloom, he should have had immunity, should have not been killed. Blum hätte Immunität genießen müssen und nicht getötet werden That's dürfen. eventually why the death sentence was retracted. It was Und too late. deswegen wurde der Todeserlass zurückgezogen, aber es war zu spät. And he's killed. Und er wird getötet. And I suggest that with republicanism it's the same. Und ich denke, für den Republikanismus ist es genauso. It should not be killed by the Constitution. Er sollte durch die Konstitution nicht getötet werden. But we know it has to happen in order for America to be able to speak like a dragon. Aber es muss so sein, damit Amerika wie ein Drache sprechen kann. I don't know why do you compare the republicanism with Bloom. Ich verstehe nicht, warum den Republikanismus mit Blum vergleichst. Because when you look at the history here Wenn du dir die Geschichte hier anschaust and the way how democracy was to come in, und wie die Demokratie eingeführt werden sollte and we say that Germany represents the United States, und wir sagen, dass Deutschland die Vereinigten Staaten repräsentiert, you want to look at this party or this ideas of the democracy of Bloom and find muss- it in America again dann today. musst du dir die Ideen von Blum anschauen, die du heute in Amerika wiederfindest. And I suggest it represents republicanism, the ideas of Und republicanism. ich glaube, das ist die Idee des Republikanismus. If you Ist, look at the political branches wenn du dir die politischen Zweige anschaust and you compare them, und dann vergleichst. is that So you sufficient? compare republicanism as being democracy. Mhm. Du vergleichst den Republikanismus mit der Demokratie. That's what they mentioned yesterday. It's a little bit confusing Das habe ich gestern schon erwähnt, ist vielleicht ein kleines bisschen, because the democracy Verwirrend. in America is not. It's more socialism. denn Demokrat in Amerika zu sein, bedeutet eher Sozialist zu sein. I do have a study. I can actually give it to you where where it's a list where every political branch is explained. Ich habe ein Studium, wo, was Amerika betrifft, jeder Zweig der verschiedenen Parteien erklärt wird. And what Bloom tried to do is basically create a republic, even though it's called democracy back then. Blum hat eigentlich eine Republik konstruiert, obwohl man es Demokratie nennt. And in 1918, which we're going to look at now, Und wenn wir uns 1918 anschauen, it actually it will go through. dann wird das auch so gemacht. But democracy has changed there already slightly, Denn die Demokratie hatte sich damals schon etwas verändert. become more socialism. Es wurde mehr zum Sozialismus. Yeah, but in the United States you don't need republicanism because you don't need to create republicanism because the republicanism is already here. In den USA musst du keinen Republikanismus schaffen, denn den gibt es doch schon. So this, as I say, I'm just sharing my thoughts. But this, I think, is about the history, how it will end, not so much how it begins. Die Geschichte geht eher um das Ende und nicht so sehr um den Anfang. Because the idea of it was already there since Napoleon.
Die Idee gab es doch schon seit Napoleon. The Napoleonic Code is Im speaking about it a napoleonischen bit. Code, der spricht schon darüber. What is your idea? What do you see in this history? Was siehst du in dieser Geschichte? How would you apply it to us at the end of the Wie world? würdest du sie für uns am Ende der Welt anwenden? I don't know yet. Weiß ich noch nicht, muss ich drüber nachdenken. Any other thoughts? Jean-Marc, do you want to talk to Odego or to all of us? Oh yeah, I have a question Okay. about the Protestant. They Ich habe eine Frage bezüglich der Protestanten. they had to be conquered, but they Sie mussten zwar erobert werden, they they like they were not conquered, but they rejected the message. So sie wurden nicht erobert, aber die haben die Botschaft abgelehnt. isn't that they not? What I mean is that they lost the battle themselves. Sie haben die Schlacht doch selbst verloren. Okay, so Protestantism, they didn't accept the message of the first angel, Die Protestanten haben die Botschaft des ersten Engels nicht angenommen. but what did we say when there are crises, which are turning points? Was sagen wir, wenn es Krisen gibt, die auch Wendepunkte sind? It's in the nation and the church, and the light is given. Und das ist in der Nation und in der Gemeinde und dann wird Licht gegeben. So what's the test for republicanism? Was ist die Prüfung für den Republikanismus? A crisis in the nation. Krise in der Okay, what is the Nation. crisis? Was ist die Krise? Clayton, you want to help us out as an American here? Because I don't even know the question anymore. You guys are so around the place with this one. Okay, so I suggest the way how republicanism is tested Also der Republikanismus wird folgendermaßen geprüft. is by the union of church and state Durch die Vereinigung von Kirche und Staat and by reaching out to Rome. und indem es sich seine Hände nach Rom ausstreckt. And it partially has failed already, but it's going to fail totally. Das ist schon passiert und das wird aber in der Fülle weiterhin passieren. All I want you to see that this is actually a sacrifice. Ich möchte eigentlich nur sagen, dass das wie ein Opfer ist. Let me see back here. In order to understand how Rome comes up today, we should see how Rome comes up in ancient time. Um zu verstehen, wie Rom heute zur Macht kommt, muss man verstehen, wie es damals zur Macht In kam. what year did Rome get the full supremacy? Now it started to act. In welchem Jahr hat Rom die Alleinherrschaft bekommen? 538. Im Jahre 538. But what had to happen beforehand? Was musste aber vorher passieren? Okay, but Sitz- something had to be taken out of the way. Etwas musste aus dem Weg geschafft werden. The daily. What year is that? Das täglich, in welchem Jahr war das? 508. Im Jahre 508. And what can you consider the daily as? When you look at the Hebrew, what does the taking away actually mean? Was bedeutet im Hebräischen das Wegnehmen? I'm not an expert on the daily, I'll be just straight honest, but the way I understood it is that it can also mean that you lift it up as a sacrifice. Ich bin zwar kein Experte in Hebräisch, aber es kann auch bedeuten, dass man es als Opfer hochhebt, erhebt. So this has to be taken away, out of the way. Also das muss weggenommen werden. It's being sacrificed Es wird geopfert, in order for this little horn here to come up. deswegen, damit dieses kleine Horn aufkommen kann. And I suggest that when you have Rome come up at the end of the world, Und wenn Rom dann am Ende der Welt aufkommen wird, where would you place 538? wo wäre dann das Jahr 538? Where's Rome in charge of things again? Son-in-law. Because that's where the 10 kings give the beast the power for 1 hour. Das wäre heute das Sonntagsgesetz, denn hier geben die 10 Könige dem Tier die Macht. But in order for
this to happen, what has to be sacrificed beforehand? Und damit das passiert, was muss vorher geopfert werden? Republicanism and Protestantism. Which is What is the answer? Republikanismus Republikanismus und Protestantismus. und der Protestantismus. And yeah, but what nation are they? In welchen Nationen findet das statt? United States. The United In States. den Vereinigten Staaten. So technically what you see is that the United States Technisch gesehen has to be given up as a sacrifice müssen die USA als Opfer sozusagen aufgegeben werden, in order for the papacy to have full supremacy over the world again. damit das Papsttum die volle Vorherrschaft über die Welt antreten kann. And just how we see that paganism is clothed now in a Christian cloak and continues to live, Wie wir denn das Heidentum im christlichen Gewand nun sehen und wie es in diesem Gewand weiterlebt, so the United States will continue to live, just with a different cloak. so werden auch die USA weiter existieren, nur in einem unterschiedlichen Kleid. Because here it's a Gewand. lamb, Denn hier sind sie ein Lamm but here it's a dragon. und hier sind sie Drachen. I'm not sure why we went there, but I thought I'll put it in place. Let's continue to history. Weiter in der Geschichte. German Confederation. Der deutsche Zusammenschluss. After 1848, Nach 1848 Ja. Ich habe was nicht verstanden. Der Test der Republikaner. mhm. Kannst du da noch geschwind wieder- She's asking about the test of Republicans. Das ist die Vereinigung von Kirche und Staat. Mhm. Und what did I say? It's the combination of Church and State and dass man nach Rom. Thank you. Dass man nach Rom die Hand ausstreckt. Okay, so after 1848, Bloom dies, Also Blum starb nach dem Jahr 1848 and the old powers were reinstated, meaning und a die monarchy. alten Mächte wurden wiederhergestellt. So we Also Königreiche, We see Monarchien. one person ruling. Es herrscht wieder eine Person. So, and now we will come into the time period of Bismarck, Jetzt treten wir in die Zeit Bismarcks ein. which I think is a very interesting figure. Er ist eine sehr interessante geschichtliche Figur. So, now the next internal problem starts. Jetzt beginnt das nächste innere Problem. If you remember, Germany consists out of many states We which know- have a union. Wir erinnern uns, dass Deutschland aus vielen Staaten besteht, die untereinander vereint sind. Then have you Prussia, which became even bigger now, Dann haben wir Preußen, das immer größer wurde, and Austria, which is quite big here as well. und Österreich, das sehr groß in dieser Gegend war. So Prussia and Austria are the biggest states in that state union. Österreich und Preußen sind in dieser Staatenvereinigung die größten Staaten. Austria has a king, Prussia has a king. Österreich hat einen König und Preußen hat einen König. And both are seeking for supremacy Und beide suchen nach Vorherrschaft within the German realm. in dem Gebiet der Deutschen. So what happens now is that the king of Prussia, Der König von Preußen, where is Bismarck? He puts in place, he creates a new office. He makes a primary chancellor, so to speak. er schafft einen ersten Kanzler als Amt sozusagen. So the king was Wilhelm I, Der König war Wilhelm I., but he seemed to be quite a weak king aber er schien etwas schwach zu sein, because most of the affairs and everything Otto von Bismarck did. He did everything. Die meisten Staatsangelegenheiten regelte Otto von Bismarck. And then the king would just give his seal on it. Und der König brauchte dann nur noch sein Siegel zu geben. So what does Otto von Bismarck mean? Was bedeutet der Name Otto von Bismarck? So let me put this down here. So Otto means wealth and fortune. Otto bedeutet Wohlstand und Glück. Was Wohlstand und? Wealth and fortune. I'm not sure about Bismarck. I couldn't find it. Über Bismarck habe ich noch nichts gefunden.
any one of you does, please share. Wenn jemand was findet, And I bitte mitteilen. suggest that in this time period of Otto von Bismarck, the country goes through a very wealthy time period. In der Zeit von Bismarck ging es diesem Land sehr gut. So Otto von Bismarck, he's now the chancellor. Otto von Bismarck ist nun der Kanzler. Let me take a picture because I need to remember the way how I did it. Now I can wipe it off. And interesting is that Otto von Bismarck has 2 terms of being the chancellor. What does it mean, 2 terms? To have 2 terms? Terms hat 2 Amtszeiten. Ah ja. So the king Wilhelm I puts him in office, Wilhelm I. setzte ihn ein and this was in the year 1862 im Jahr 1862 till 73. bis 1873. This is his first term. Das ist seine erste Amtszeit. However, then he's replaced by a different guy, Dann wurde er von jemand anderem ersetzt, which rules only 312 days. der nur 312 Tage herrschte. From the 1st of January 73 Vom 1. Januar 1873 till November 9th, bis zum 9. November 73. 1873. And this guy is Albrecht von Rohn. Und das ist Albrecht von Rohn. But then Bismarck is reinstated with Ah. his second term. Aber Bismarck kommt zurück für seine zweite Amtszeit And this one is from November 9th, 1873 vom 9. November 1873 till March 20th, 1890. bis zum 20. März 1890. So I wasn't able to spend much time. Yeah, go ahead. What I can find is it's short for Bismarck, which is bishop's boundary. Bishop's boundary. I think Alyssa came up with something like that as well. Bismarck hat was mit Bischof zu tun und Boundary, gebunden sein. Mm-hmm. Gebundener Bischof. So yeah, something. Yeah, I would have to think about that one, what it would mean. Something to do with Roman religion. Okay, thank you for that, for looking that up. So I haven't been able to spend much time to think about Bismarck, but I find it interesting that he has 2 terms. Ich fand es interessant, dass er 2 Amtszeiten hatte. And the second one starts on November 9th. Und die zweite begann am 9. November. So first term, second term of Bismarck. Erste und zweite Amtszeit Bismarcks. So, and a king does always have chancellors. This is normal. Es ist normal, dass ein König Kanzler hat. And I told you that Bismarck, he became a special chancellor here. Und Bismarck wurde ja ein ganz besonderer Kanzler. However, if you look at the chancellors of the succession of the Prussian kingdom, Wenn man die Kanzler des hervorstrebenden preußischen Reiches, wenn man sich die anschaut, then this would be the 9th, dann wäre das der 9., this would be the 10th, das der 10. and he again would be the 11th. und Bismarck wäre hier der 11. You even have 9/11 in there. Da sehen wir sogar die 9/11, And November 9. So auch den 9. November. 9/11 and 11/9. 9/11 und 11/9. Not sure what it means, but I know that we're talking about Trump having a second term and how that would work. Ich weiß nicht genau, was es bedeutet, aber sicherlich hat es mit Trump und seiner zweiten Amtszeit zu tun. We see also Napoleon has a second term. Wir sehen auch, dass Napoleon eine zweite Amtszeit hat. We see that even Hitler, if you go into the history and Wenn you du, push it a little bit, you can see that Hitler has also 2 terms. wenn du die
Geschichte, before he becomes a dictator. wenn du dich mit Hitler genau beschäftigst, siehst du, dass er auch eine zweite Amtszeit hat vor dem Zweiten Weltkrieg. So what does Bismarck do? Was macht Bismarck nun? Why is he so important to the Germans? Warum ist er für die Deutsche so wichtig? Okay, he's considered as the person who unifies Germany. Er wird als der betrachtet, der Deutschland vereint hat. So here I suggest we see something like an internal war now. Wir können jetzt hier einen internen Krieg sehen Between Austria and Prussia. zwischen Österreich und Preußen. The two biggest nations within the German Confederation Die zwei größten Nationen in der deutschen Vereinigung, who run for supremacy. die sich um die Vorherrschaft stritten. So what does Bismarck do? Was macht Bismarck nun? His goal is to unify Germany under Prussian, Sein Ziel ist, Dominion. Deutschland zu vereinigen unter preußischer Vorherrschaft. and I think it was in Frankfurt where there was a meeting where all the ambassadors of all these various states came together. Und ich denke, es war in Frankreich, wo alle Botschafter dieser verschiedenen Staaten sich trafen. Frankfurt. And then Bismarck comes from Berlin, Bismarck kam von Berlin and he comes into that meeting and says, these are the conditions of Prussia. und er betrat die Versammlung und hat gesagt, das sind die Bedingungen Preußens. If they're not met, Wenn ihr denen nicht nachkommt, Prussia is out of the Confederation. dann tritt Preußen aus dieser Konföderation aus. So, and this is a kind of behavior we see how Trump has it at the moment. Das ist auch irgendwo Trumps Verhalten im Moment. He often comes in meetings, has his agenda. If this is not met, he leaves. Er kommt auch in Versammlungen und mit seiner eigenen Agenda und sagt dann auch, wenn ihr die nicht annimmt, dann gehe ich. So what happens is that basically this confederation breaks Dieser Zusammenschluss zerbricht also, because the people didn't like that. They wanted the unity sort of, and then Prussia comes in and blows it up. sie wollten ihre interne Einheit haben und Preußen war der Störenfried. So what happens now is suddenly there's war. Es gab auf einmal Krieg And this war is now again between Prussia and Austria. und der Krieg wurde wieder zwischen Preußen und Österreich geführt. Just we had with Friedrich the Great and Maria Theresa. Wie mit Friedrich dem Großen und Maria Theresia. It's Berlin against Vienna, Berlin gegen Wien seeking for the supremacy within the German und beide United States of such- Germany, so to speak. Sorry suchten for my poor im- choice of words. in den deutschen Vereinigten Staaten sozusagen um die Vorherrschaft. And this war, you call the War of 7 Weeks, Und dieser Krieg ist der Krieg der 7 Wochen, der Which- 7-wöchige Krieg. which was finalized in 1866. It was what? In 1866 it ended. Der endete im Jahre 1866. So who won? Wer hat gewonnen? It was Prussia. Preußen hat gewonnen. Why? Warum? Prussia was smaller than Austria. Austria was way bigger. It had all this territory here. Prussia only here in the north a bit. Preußen war wesentlich kleiner als Österreich. The reason why Prussia won Der Grund, warum Preußen gewonnen hat, was that they had a new weapon, so to speak. dass sie neue Waffen besaßen. And I thought it was interesting because those are the kind of things we're talking about today. Um solche Dinge geht es ja auch heute. So, what was the new weapon? Was war denn die neue Waffe? The new weapon was that when you had your... Larry could help me now. When you have this gun, normally you would have to, if you'd done your shot, if you're done, Wenn du einen Schuss mit einer Waffe abgegeben hattest, then you had to fill it again with black powder in your bullet and stamp it. musste sie neu Yeah, laden. just say it in English, then it will help. So that was the
the weapons Austria used. Diese Waffen benutzte Österreich. But Prussia, what they had the weapon where you could just reload. Bei die preußischen Waffen musste man einfach nur nachladen. You had to just put the bullet in and then do this thing, and then was ready to shoot again. Man musste die Patrone einladen, das Gewehr spannen und konnte schießen. So they didn't have to stand up. Sie mussten nicht aufstehen. They could lay down while they were shooting. Sie konnten liegen bleiben, während sie schossen. And they could shoot way more within a minute than the people from Austria. Sie konnten in einer Zeitspanne wesentlich mehr schießen als Österreich. Austria, they had to stand up in order to fill the gun again. Die Österreicher mussten stehen, während sie ihre Gewehre luden. And became a target of the Prussians. Und sie wurden Ziele der Preußen. So even though Austria was a bigger army, bigger country, Obwohl Österreich die größere Armee hatte, the Prussians finished them off really fast haben die Preußen die Sache sehr schnell erledigt, because this new warfare, so to speak. weil sie eine neue Kriegsführung hatten. So what happened now was that now the north of Germany and Prussia were in unity. Jetzt waren Norddeutschland und Preußen eine Einheit. The south, Swabia and Bavaria were not, Die Schwaben und Bayern nicht and neither was Austria. und auch nicht Österreich. So Bismarck, he wanted to unite all of Germany. Aber Bismarck wollte ganz Deutschland vereinen. So he wants to also have the south. He didn't care about Austria Er wollte auch den Süden haben, Österreich hat ihn nicht interessiert. because they were the enemies, so to speak, anyway. Denn sie waren sowieso die Feinde. Even though after this war was peace. Aber nach diesem Krieg gab es Frieden. So what is the next thing is that Bismarck was a very clever guy. Er war sehr clever. He knew in order to unify the rest of Germany, Den Rest Deutschlands auch zu vereinen, it would be a good idea to make war with France. war es eine gute Gelegenheit oder war es eine gute Idee, mit Frankreich Krieg zu führen. Because I hope it came across at least a little bit Ich denke, es ist ein wenig rübergekommen, that Germany within itself was struggling with the various states. dass Deutschland in sich selber Kämpfe mit den verschiedenen Staaten hatte. However, if there was an enemy from outside, they would unify. Aber wenn es einen Feind von außen gab, dann wären sie eins. So we see that a little bit with Napoleon when the Rhine Confederation says we don't kill Germans anymore. Wir sehen es auch bei der Rheinkonföderation und Napoleon, die dann gesagt hat, wir töten aber keine Deutschen. So Bismarck is using this now. Und genau das hat Bismarck jetzt benutzt. There were anyway tensions with France. Es gab immer kleine Probleme mit Frankreich, So what Bismarck did now was very smart. aber Bismarck hat jetzt was sehr Cleveres gemacht. He kept poking France. Er hat Frankreich gereizt And at one point, France was annoyed and declared war. und es gab einen Punkt, wo Frankreich davon genug hatte und Deutschland den Krieg erklärt And hatte. that's exactly what Bismarck needed Und genau das brauchte Bismarck, in order to say, okay, let's unify. We all need to stick together and fight this enemy here. denn jetzt sagt er, lasst uns vereint gegen diesen Feind vorgehen. And that was the way how the South, even though who previously didn't want to join the North, Und so, go ahead. der Süden, der vorher Ja, den Norden nicht know, nicht damit zu tun haben wollen, that's how they joined the war against France. Und so schlossen sich Süd und Nord zusammen gegen die Franzosen. But this war actually only existed because Bismarck kept poking. Dieser Krieg kam nur zustande, weil Bismarck ständig gereizt hatte. And I suggest that here we see characteristics of a common enemy, which Wir we keep können- seeing in history. Wir können hier in der Geschichte immer wieder sehen, wie es einen gemeinsamen Feind gab. So we've seen that when we did the study of the Holy Roman Empire. Als wir das Heilige Römische Reich studiert haben, I suggest that the common enemy for Christianity was paganism. dass dort der gemeinsame Feind des Christentums das Heidentum war. But if we're an instance now of Bismarck, I say the common enemy
was France, Bei Bismarck ist der gemeinsame Feind Frankreich. which led to unify the country itself. Und das führte zur Vereinigung der deutschen Länder. And we see that also in the First and Second World War. Das sehen wir auch im Ersten und Zweiten Weltkrieg. People who are not agreeing with each other, Völker, oder Menschen, die nicht miteinander übereinstimmen, if there is a common enemy, they will unify. wenn es dann einen gemeinsamen Feind gibt, dann sind sie eins. We see the same in the Second World War with the Jews. Wir sehen das auch im Zweiten Weltkrieg mit den Juden. It was the common enemy. Sie galten als der gemeinsame Feind. And I don't think that the Jews represent the Seventh-day Adventist Church in our day. Ich glaube nicht, dass die Juden die Siebenten-Tags-Adventisten unserer Zeit repräsentieren, In the time period of Hitler, those Jews. also die Juden in der Zeit Hitlers. But I think that today it might be somebody like terrorism, Islam. Aber heute könnte der gemeinsame Feind der Terrorismus oder der Islam sein. Because if you look at the last 20 years, Wenn wir uns die letzten 20 Jahre anschauen, you see how nations come together because of terrorism. sehen wir, wie die Nationen zusammenrücken wegen dem Terrorismus. Terrorism is the common enemy which unifies people. Der Terrorismus ist der gemeinsame Feind, der die Völker vereint. Okay, so Bismarck, he has this war with France and they win. Also Bismarck Germany wins. gewinnt den Krieg gegen Frankreich And they're in Versailles in 1871. und 1871 gibt es in Versailles den Friedensvertrag. You have that the French lost. Die Franzosen haben verloren. And what happens now in Versailles is that the Prussian king is crowned king over all of Germany, the emperor. Und jetzt wird der preußische König in Versailles als König über ganz Deutschland gekrönt. But not just Germany, Aber nicht nur er ist nicht nur König über die Deutschen. but now we are at the second kingdom. Wir sind jetzt im Zweiten Königreich. If you recall, the second kingdom of the Holy Roman Empire Das Zweite Königreich, wenn wir uns erinnern, im Römischen Reich was from 1871 till 1918. war von 1871 bis 1918. In the Roman Empire, This is the second kingdom of the Holy Roman Empire of German nations. das ist das Zweite Königreich im Heiligen Römischen Reich deutscher Nationen. The first one was 900 something till Das erste war ungefähr von 900 bis when did it go? 1806. bis zum Jahr 1806. Pardon me? It was 1809. In my notes it says 1809. 1809. We said 1806, I think. Oh, okay. That's where the Francis II abolishes the throne. What does it mean, abolish? Danked up. Wo Franz II. abdankt. So, in order to see how this kingdom is put in place, Um zu sehen, wie dieses Königreich seinen Thron einnimmt, we have to know the history of Bismarck and what he did. müssen wir die Geschichte Bismarcks anschauen, was er bewirkte. So, as I say, if we want to consider how Rome, the fourth kingdom, comes in place today, Wir müssen, um zu wissen, wie das vierte Königreich, nämlich Rom, heute an Macht gewinnt, where I suggest that Germany in the history represents the United States, dann sage ich, dass Deutschland geschichtlich die Vereinigten Staaten darstellt. we see how Bismarck is unifying the country itself. Dann sehen wir, wie Bismarck das Land vereint. He's sort of, I'll put it in parentheses, creating a common enemy in order to unify this country. Er bildet er schafft einen gemeinsamen Feind, um das Land zu vereinen. As well as there's a new way of dealing with weapons, a new way of. Und es Making gibt war. auch neue Waffen zur Kriegsführung. And I suggest we see that all today. Wir sehen das heute auch. We see that the United States has to be unified because it's not unified. Die Vereinigten Staaten müssen vereint werden, sie sind es noch nicht. But you see if something like 9/11 happens, then they're one nation. Wenn so ein Ereignis stattfindet wie 9/11, dann sind sie eins. So when there's a common enemy, which I suggest is terrorism, Islam,
Wenn wir einen gemeinsamen Feind haben, der zum Beispiel der Islam oder Terrorismus ist, the country is unified. dann vereinen sich die Länder. As well as when the new way of having a war, I suggest, is information warfare. Die neue Kriegsführung, würde ich sagen, ist ein Informationskrieg. In terms of, there was always an information war in every war. Information was always a big portion of it. This is not new. Die Informationen waren immer ein großer Teil des Krieges. But the way how it's done today with the algorithms, the internet and computer, this is new. Aber heute geschieht das übers Internet und das ist neu. Okay, just to put this in place, and interesting is that 1871, this is where you have the Treaty of Versailles, where Germany is unified. 1871 gibt es den Friedensvertrag von Versailles, wo Deutschland vereint wird. And Wilhelm I is crowned as Emperor of the Germans. Und Wilhelm I. wird als König der Deutschen gekrönt. So we have the start of the Second Kingdom. Das ist der Beginn des Zweiten Königreiches. At the end of that kingdom, 1918, Am Ende dieses Königreiches im Jahre 1918 we will be again in Versailles. sind wir wieder in Versailles. But now Germany is the nation which loses. Aber jetzt ist Deutschland in der Situation als Kriegsverlierer. Or it might be 1919, I'm not sure. Vielleicht war es auch 1919. Because that was the, what do you call this, treaty after the First World War. Das ist der Vertrag nach dem Ersten Weltkrieg. Okay, so I put some things in place. Let me see. An interesting thing is what I couldn't study much either yet, Interessant ist auch, but there seems to be something going on with currencies. dass irgendwas mit der Geldwährung vor sich ging. Bismarck, he was the guy who he created a currency which would be in all the countries the same in Germany. Bismarck schafft eine Währung für das ganze deutsche, für alle deutsche Länder. Which is the gold mark. Und das war die Goldmark. So he's creating in all the nations one currency. In allen Nationen sollte es eine Währung geben. And from that moment on, you have different currencies throughout the history within Germany. Und ab da hat man in der Geschichte Deutschlands verschiedene Währungen. And often they have to do with either disasters like inflation and so on. Manchmal unterliegen sie hoher Inflation. And I think we should, if time allows, to trace the currency, because I think there will be something going on with our currency in this world today. Wir sollten die Währung mal genauer betrachten, denn auch heute ist die Währung ein Thema. Okay. So, Kaiser Wilhelm I, he is Kaiser emperor now. Kaiser Wilhelm I. Sitzt nun auf dem Thron. Austria is now separated. It's not part of the German nations anymore. Österreich ist ein eigener Staat, gehört nicht mehr zu den deutschen Nationen. So, and now we come into this time period of the First World War. Und jetzt kommen wir die Zeit des Ersten Weltkrieges. Because what happened is that in 1888, Im Jahre 1888, which we know is a crisis internally, wo es eine interne Krise gibt, it will also start a crisis externally. fängt nun auch eine Krise von außen an. Wilhelm I dies, Wilhelm I. stirbt and he is replaced, is eventually then with his son, Wilhelm II. Sein Sohn nimmt seinen Thron ein, nämlich Wilhelm II. After Bismarck had done all the war, Nachdem Bismarck alle Kriege geführt hatte, Bismarck changed his politics and seeked for peace treaties with the countries around Germany. hat Bismarck seine Politik geändert und strebte nach Friedensverträgen mit den Ländern um Deutschland herum. But his son Wilhelm II, Aber sein Sohn Wilhelm II. he had political differences with Bismarck. Yeah. Oh, sorry. Johnny says it was his grandson. Wilhelm II. Ist der Enkel von Wilhelm I. Und er hatte Auseinandersetzungen mit Bismarck. Sie Ja. waren verschiedener Meinung. Because Wilhelm I was succeeded by his son Friedrich III, Der Sohn Wilhelm I. war Friedrich III., who died from cancer.
der starb an Krebs And he was then, interesting, he reigned only for 99 days, und er regierte nur 99 Tage. almost as long as Napoleon with his 100 days. Fast so wie Napoleon mit seinen 100 Tagen. And he was succeeded by his son Wilhelm II, Und so it's the sein Sohn war Wilhelm II. grandfather of Wilhelm I. Okay, so he has problems with the policy of Bismarck. Also er hat Probleme mit der politischen Ausrichtung von Bismarck. And what Wilhelm II wants to do now is he wants to expand and enlarge Germany's place in the sun. That's what it Also says here. Deutschland Wilhelm II. Möchte Deutschland vergrößern im Bereich der Sonne. So if you recall, with Charles V during the Reformation, Karl V. in der Reformation the First Empire had its height. hatte hatte der erste Kaiser seinen Höhepunkt. The sun didn't go down in this kingdom. Die Sonne ging nämlich in seinem Königreich nicht unter. We know after that it kind of crumbled. Und danach zerfiel das alles. So Wilhelm I is the first emperor of this kingdom now. Und Wilhelm I. ist der erste König dieses Reiches. Wilhelm. And Wilhelm II, Und Wilhelm II. he wants to make Germany great again. I'll say purposefully this Er way. möchte Deutschland wieder groß machen und ich sage das bewusst so. So what he does, his policy is not going well with Bismarck. Seine politische Ausrichtung stimmte mit Bismarcks nicht überein. So what happens in 1819 is that Bismarck resigns. Bismarck tritt zurück im Jahre 1890. Now Wilhelm II has full control. Jetzt hat Wilhelm II. Die volle Kontrolle. And Wilhelm, what now starts is the Wilhelmine period. Jetzt startet das wilhelminische Zeitalter. And what is he doing? Was macht er? He wants to make Germany bigger again Er möchte Deutschland wiederum größer machen. and greater again. Greater, Größer. großartiger. And he wants to be German, give meaning to this again. Und er möchte Deutschland wieder eine Bedeutung geben. What did it mean to be German? Was würde es heißen, Deutscher zu sein? It means to be in unity, Vereint zu sein, to be powerful, Macht zu haben, to have a glorious ruler, einen herrlichen Herrscher zu haben and to be proud to be German. und stolz zu sein, Deutscher zu sein. So technically, you could take all these things and say this is also the American dream. Wir können das jetzt technisch gesehen nehmen und sagen, das ist auch der Traum Amerikas. So what happens here now is that Wilhelm II, this is his goal. Also sind die Ziele von Wilhelm II. Make Germany great again. Deutschland wieder groß zu He machen. forms an alliance with Austria, which was together with Hungary. Also er bildet einen Bund, eine Allianz mit Österreich, das mit Ungarn zusammenhing, And also with a secret alliance with Russia, but later on that broke. aber auch einen geheimen Bund mit Russland, der aber später zerbrach. And we have to realize that all of these were intermarried, all those kingdoms. Und wir müssen sehen, dass alle Königreiche miteinander verheiratet waren. So the Tsar of Russia was the cousin of Wilhelm II. Der Zar von Russland war der Cousin von Wilhelm II. The grandmother of Wilhelm II was Queen Victoria in the UK. Großmutter von Wilhelm II. War die Königin Victoria im Vereinten Königreich. They were all kind of together. Sie haben alle irgendwie zusammengehört. And I suggest that today we have the same. Und ich glaube, heute haben wir das Gleiche. The world is related to each other by treaties and economy. Die Welt steht heute in Verbindung durch Verträge und durch wirtschaftliche Dinge. But you have one country which will break out of all of this now. Aber ein Land bricht aus allem hervor. And if you want to say it in a mean way,
Wenn du es gemein sagen willst, this country will interrupt the peace. dann Which könnte man is- sagen, dass dieses Land den Frieden stört. And I suggest we have the same today. Heute haben wir das Gleiche. There's a lot of unions going on, treaties between countries. Es gibt viele Vereinigungen und Verträge zwischen den Ländern. And just as at First World War, you have one country rising, wanting to make itself great again. Und wie ich schon gesagt habe, vor dem Ersten Weltkrieg gibt es ein Land, was sich wieder groß macht. And by this breaking the treaties around it. Und dadurch bricht es die Verträge um das Land herum. So Wilhelm, he does also a lot internally. He makes literally Germany great again. He does a lot in Berlin. Wilhelm hat wirklich tatsächlich Deutschland wieder groß gemacht, vor allem Berlin. He introduces, for example, the trolleys, like the subways. It's not subway, but it's on top of the. It's not in er the hat ground. Pferdekutschen, Pardon me? Huh? Straßenbahnen eingeführt. Do you know? Tramp. Thank you. Yeah. So Berlin was. Yeah. Berlin became a very high tech city in Also Europe. Berlin wurde eine Stadt, die von hoher Technologie, Hightech geprägt war. The economy rose. Die Wirtschaft ist angestiegen. And interesting is that from that time period onward, also you have the slogan, or there it comes from that you say "Made in Germany." Aus dieser Zeit kommt der Begriff Made in Germany. When you go today somewhere in the world and you say "Made in Germany," people think, "Oh, this is good qualities, good things." Wenn du heute jemandem sagst, das ist Made in Germany, dann glauben sie, das hat hohe Qualität. And I suggest that's by history. This comes from this time period, Wilhelm II. Das kommt von Wilhelm II. He takes reform within Germany to add quality again to the products. Er hat die Reformen in Deutschland durchgeführt, damit die Produkte aus Deutschland wieder hohe Qualität bekommen. The time period also this is the time period where Germany invented a lot. In dieser Zeit hat Deutschland sehr viele Erfindungen gehabt. To the time period of Hitler, he takes those inventions and sells them to the Russians. Und Hitler hat diese Erfindungen genommen und den Russen verkauft. So we can literally see how in this time period Germany becomes great again. In dieser Zeit wurde Deutschland tatsächlich wieder sehr groß. But what Germany didn't have was colonies. Aber Deutschland hatte keine Kolonien. Netherlands had colonies, the UK, France had colonies. Die Niederländer, Vereintes Königreich, Frankreich, alle hatten Kolonien. But Wilhelm II, he wanted also to have colonies. Aber Wilhelm II. Wollte auch Kolonien. And he didn't have really ships. Aber er hatte keine Schiffe. So what he's starting to do is he's starting to create now a fleet. Er baut nun eine Flotte auf. And this, of course, the UK didn't like. Und das mochte das Vereinte Königreich nicht. Because now you have this race of arms going on. Jetzt ging die Aufrüstung war jetzt das Thema. So you see now people started to feel threatened by Germany because why are they creating a fleet? Jetzt fühlten sich die Völker durch Deutschland bedroht, denn sie fragten sich, warum brauchen die eine Flotte? But Wilhelm II always said, no, I don't have any intentions. Wilhelm, der sagt, ich habe keine Interesse an Kriegsführung. But he just wanted to actually be greater than the UK. Er wollte eigentlich größer als das Vereinte Königreich sein. Let me see. So Germany obtained some of the colonies, but they cost more money than they actually would bring wealth to Germany. Deutschland hatte zwar einige Kolonien, aber sie kosteten Deutschland mehr, als dass sie einbrachten. So in 1898, this is when he starts to build his fleet. 1989 fing er mit dem Flottenbau an. And he wanted to build 60 ships in 20 years. Und er wollte in 20 Jahren 60 Schiffe gebaut haben. Okay. Let me see, because time is running now. We have only 15 minutes and I want to give the more important things. So with all this uprising of Wilhelm II and making Germany glorious again. Mit diesem Aufstieg von Wilhelm II. Und seinem Ziel, Deutschland wieder groß zu machen. And they called it also the German dream. Und man nannte es auch den deutschen Traum. There's also another side to the story. Gibt es auch andere
Seite der Münze. And there was a party rising in that time In period, dieser Zeit kam eine Partei auf, which is called the Social Democratic Party of Germany, das ist die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, which was founded in 1844. die im Jahr 1844 gegründet It, wurde. it had a different name then, Damals hieß sie noch anders. but this party still exists. Und diese Partei, die SPD, gibt es auch heute noch. In this time period where William II wants to make Germany glorious again, this party is starting to rise. In der Zeit, wo Wilhelm II. Deutschland wieder zur Macht und zur Herrlichkeit verhelfen wollte, kommt diese Partei auf. And at that time period, basically, the country is almost ripping apart In dieser Zeit ist das Land fast auseinandergebrochen, because one class wants this German dream denn eine Klasse wollte diesen deutschen Traum and the other class just wanted democracy. und die andere Klasse wollte schlichtweg Demokratie. Because all this wealth with William II was bringing to Germany also had a cost. Denn der Wohlstand, den Wilhelm II. Nach Deutschland brachte, kostete auch etwas. Because one class became really poor. Denn eine Klasse wurde dadurch sehr arm. And they started to, They started to be part of that the SPD, this party which was rising. Denn sie traten der Sozialdemokratischen Partei bei. And especially the workers in the factories Die who were, for Arbeiter- example, building all this fleet, wanted more rights. Die Fabrikarbeiter, besonders in diesen, die Arbeiter an den Flotten, wollten mehr Rechte haben. So what happens now is in 1900, Jetzt im Jahr 1900, there is a colony which is China. One Zero More. I have a purpose. Okay. Gibt es eine Kolonie, die heißt China. And in China, we know that for the UK like to be in China. Das Vereinigte Königreich war in China. And also Germany was in China. Auch Deutschland war in China vertreten. And what happened is that in 1900, Im Jahre 1900 there was the Boxer Rebellion, gab es die Boxerrebellion, which lasted from 1900 till 1901. die von 1900 bis 1901 ging. What was this Boxer Rebellion about? Worum ging es dort? This is also the opium civil war, so to speak, in China. Das ist der Krieg um Opium. However, Ellen White says in manuscripts 114, Ellen White sagt 1899, im Manuskript 114 im Jahre 1899, paragraph 7, Paragraph 7, she talks about God does not design that man shall appropriate all the earth produces for their own selfish purposes. He calls upon them to bring their tithes and offerings into the storehouse, that there be meat in the house. Gott hat es nicht angedacht, dass es für die Erde, dass ihre Produkte für selbstsüchtige Eigennutzung benutzt werden sollten. Er ruft dazu auf, den Zehnten und die Gaben in sein Haus zu bringen, damit es Essen in seinem Haus gibt. In India, China, Russia and the cities of America, thousands of men and women are dying of starvation. In Indien, China, Russland und in den Städten von Amerika sterben Tausende von Männern und Frauen, weil sie Hunger haben. The moneyed men, because they have the power, control the market. Die Männer, die das Geld haben, haben die Kontrolle über den Markt, weil sie die Macht haben. They purchase at low rates at all they can obtain and then sell it at greatly increased prices. Sie kaufen alles, was sie können, mit niedriger Rate und tun es dann mit großem Gewinn verkaufen. This means starvation to the poor class and result in the Civil War. Das bedeutet Hunger für die armere Klasse und bringt dann Bürgerkrieg. So we are using this quote to say there will be civil war in India, China, Russia and America. Wir benutzen dieses Zitat und sagen, es wird Bürgerkriege in China, Russland, where else? India, China, Indien Russland und Amerika. Und Amerika But geben. what I'm saying is look at the number, the date.
Ich sage, schaut euch mal genau das Datum an. She writes this in 1899. Sie schreibt es im Jahr 1899. And 1 year later, you have civil war in China. Und dann ein Jahr später hast du den Bürgerkrieg in China. A few years later, you have a civil war in India to throw the UK out. Und einige Jahre später haben wir Bürgerkrieg in Indien, um das Vereinigte Königreich rauszuwerfen. You have the Bolshevik Revolution in Russia. Wir haben die bolschewistische Revolution in Russland. And you have also the inflation problem in the United States. Und wir haben auch das Problem der Inflation in den Vereinigten Staaten. So I'm suggesting that this quote is speaking more of her time. And we can make an application for us today. Ich glaube, dass das Zitat mehr für ihre Zeit spricht, aber wir können es auch heute anwenden. However, in the Boxer Rebellion, In der Boxer-Rebellion the ambassador of Germany was killed. wurde der Botschafter Deutschlands getötet. And interesting is that Wilhelm II responds with his speech. Und Wilhelm II., das ist interessant, reagiert mit einer Ansprache, Which is on the 27th of July, 1900. die er am 27. Juli 1900 hielt. And we know that the 27th of July is an important date for us in prophecy. Und wir wissen, dass der 27. Juli für uns prophetisch gesehen sehr wichtig ist. And his speech is called the Speech of the Huns. Also seine Sprache ist die Ansprache der Hunnen genannt worden. Why? Warum? Because in this speech he says that his soldiers are to go to China and just cut down the rebellion. Kill everything. Der sagt in dieser Rede, dass seine Soldaten nach China gehen müssen, um dort die Rebellion niederzuschlagen. And literally his soldiers take him by the word, and it was a cruel way of subduing the rebellion in China. Und seine Soldaten haben ihn beim Wort genommen und es war eine brutale Art und Weise, die Rebellion in China niederzuschlagen. And this formed the picture of the world of Germany. Das zeichnet das Bild von Deutschland in the world, Yeah. in der Welt. Das This war 1900. so interesting is the date, Das Datum ist sehr interessant as well as we have civil war, und auch, dass wir einen Bürgerkrieg in dieser Zeit haben. and we see how it's being cut down, and we see his speech, Cut down, who is cut down? the rebellion, Und wir sehen ein Niederschlagen der Rebellion und auch diese Rede. and this is shortly before the First World War. Und alles ist kurz vor dem Ersten Weltkrieg. So, as I say, I didn't have enough time to see what this means for us today, but I think this is an important event. Ich habe die Applikation für unsere Zeit heute noch nicht so tief studiert, aber das Ereignis ist wichtig. So, in closing now, Zum Ende kommend I'll give you a summary of the First World War. gebe ich euch einen Überblick über den Ersten Weltkrieg. Basically, after that, Danach this arm race continues between the UK and Germany. ist die Aufrüstung zwischen Deutschland und der Vereinigten Königreich wird fortgesetzt. What I forgot to say here, we see an assassination. Auch hier sehen wir eine Tötung, einen Mord, Which causes then basically a cruel way of cutting down the rebellion. was dazu führte, dass die Rebellion, der Aufstand, brutal niedergeschlagen wurde. How did the First World War start? Wie hat der Erste Weltkrieg begonnen? The person who was to take the throne next in Austria Der Mann, der als nächstes den Thron von Österreich besteigen sollte, was assassinated as he was in Slavic territory. wurde erschossen, als er sich im Gebiet von Slowakien aufhielt. He had political business there and he got shot. Er musste politische Geschäfte dort ausüben und wurde erschossen. This starts the First World War. Das hat den Ersten Weltkrieg begonnen. Germany is allied with Austria, Deutschland ist mit Österreich durch Verträge verbunden and Austria had a kingdom Austria-Hungary. und Österreich hatte das Königreich Österreich-Ungarn. At the beginning, Italy sided with these. Und
Italien hat stand zu Anfang auf der Seite Deutschlands. So on the other side was Russia eventually, France and the UK, Und dann gab es noch Russland, Frankreich und das Vereinte Königreich, fighting against Germany and Austria. die gegen Deutschland und Österreich kämpften. Austria started the World War. Österreich hat den Ersten Weltkrieg begonnen At the end, Germany took all the blame for it, so to speak. und Deutschland hat dafür die Prügel bekommen. How did the world end? Or the war end? Wie ist der Krieg zu Ende gegangen? So it is interesting how the war continues. Yes. The events in the war are interesting, but we don't have time for that. Die Ereignisse innerhalb der Kriegszeit sind interessant, aber dafür haben wir keine Zeit. But basically, the war continues so long that all the nations are exhausting themselves. Der Krieg hat so lange gedauert, dass alle Nationen nicht mehr konnten, waren And ausgepowert. In the year 1916, Und im Jahre 1916 it is interesting that previously the king had died for Austria. He was old and he died. ist der österreichische König kurz vorher gestorben, weil er alt war. So his son was already killed at the beginning of the war. Und sein Sohn war ja schon erschossen worden zu Beginn des So Krieges. another person came on the throne, Und dann kam eine andere Person bestieg den Thron. which is Kaiser Franz Joseph the First. No, that was the person who died. Das ist Wie hieß denn der? wo er Karl the erschossen First. wurde? Das ist Sorry, den Namen gerade Karl nicht der Erste. Wie hieß denn der Vater? And so Karl the First, Karl der Erste nun, he is king now, er ist König über Österreich and this is the Habsburger family. und das ist die Familie der Habsburger. So we heard of them beforehand. Ihr habt schon vorher davon gehört. So Austria was allied with Germany, but now comes the problem. Deutschland und Österreich waren Alliierte, aber jetzt kommt das Problem. Karl the First, his wife was from the Bourbon family, Die Frau von Karl dem Ersten war von der Bourbon-Familie, which at one point had ruled in France. die einmal Frankreich beherrscht hatten. So you see in Austria, firstly, a new king coming, In Österreich kommt nun ein neuer König and he hates the Germans. und er hasst die Deutschen. He hates his allies because his wife is actually from the opposite side. Er hasst den Alliierten, weil seine Frau von der Gegenseite stammt. So what happens now is that everyone, all of Europe is exhausted of the war. Ganz Europa ist durch den Krieg ausgepowert. What Karl the First does is, through his wife, he reaches out to France and the UK for a peace treaty. Karl der Große sucht nun durch seine Frau nach Friedensverträgen mit Frankreich und dem Vereinten Königreich. What is this? Was bedeutet das? This is collusion. Das ist, Hochverrat. Because he was allied with Germany and they were in a world war. denn das ist Verrat an Deutschland, denn sie hatten ja zusammen Krieg And he's geführt. reaching out to the enemy without Germany or consulting Germany. Er streckt die Hand dem Feind aus, ohne Deutschland vorher zu fragen. So what happens is that they meet in Switzerland, they try to figure out a peace treaty. Sie haben sich in der Schweiz getroffen und dort einen Friedensvertrag verhandelt. And part of the peace treaty, the condition was that France requested this portion here. Und eins der Bedingungen des Vertrages war, dass Frankreich diesen Teil Deutschlands The Austrian king beanspruchte. said, I have no problem with that, it's not my country. Österreichische König sagt, damit habe ich kein Problem, But das ist nicht mein Land. Italy wanted some portions here from Austria, Aber- and he had a problem with that. Italien beanspruchte einige Teile Österreichs im Norden und damit hatte Österreich ein So Problem. the peace treaty didn't happen. Der Friedensvertrag fand nicht statt. However, what happened now is called, or basically this collusion is called the Sixtus Affair. Der Hochverrat wird Sixtus-Affäre genannt. Because the brother of the queen was called Sixtus. Denn Queen from where? Austria. Der Bruder von der österreichischen Königin hieß Sixtus. Let me see, where's the end? Okay, in 1918, Im Jahre 1918 you already have the rebellion, which Tess speaks about in her Lines of Revolution in the north of Germany. haben wir schon Rebellionen,
worüber Tess spricht im Bereich Deutschlands It's 1917. im Jahre 1917. However, in 1918, what happens is that in the Congress in Austria, Im Kongress von Österreich a person rises and says that France had reached out to Austria in the past for a peace treaty. kam eine Person auf, die behauptet hat, dass Frankreich die Hand zum Frieden nach Österreich ausstreckte. And France stood up and said, hold on a minute, it was not us. You guys reached out to us for a peace treaty. Frankreich sagt, wartet mal, einen Moment mal bitte, das ist genau umgekehrt gewesen. Österreich hat uns nach einem Vertrag gefragt. What now starts is a paper war. Who did what? Jetzt fand ein Papierkram. Papierkrieg statt. Till finally France printed out the letter of the King of Austria asking for a peace treaty. Letztlich hat Frankreich den Brief preisgegeben, also veröffentlicht, wo Österreich nach Frieden fragte. So what happened, the collusion was laid open. Dieser Hochverrat wurde öffentlich gemacht. Germany heard about it, of course, Natürlich hat Deutschland davon Wind bekommen and Austria was humbled into the dust. und Deutschland wurde gedemütigt bis in den Staub. What was the aftermath of that? Was war das Ergebnis davon? Germany took full control over Austria in the First World War. Deutschland hat die volle Vorherrschaft über Österreich im Ersten Weltkrieg bekommen. And eventually Germany runs really low too on their resources for the war. Deutschland hatte keine Ressourcen für den Krieg mehr. On November 9th, 1918, Am 9. November 1918. by accident, was not planned that way. Und das war excellent. Manchmal habe ich das Gefühl, Das wenn war- ich selber übersetze, bin ich schneller. Accident. Zufall oder Unglück. Ach, das war zufällig. There were different parties in Germany. The war kind of was at its end. The monarchy was a disaster. Die Monarchie in Deutschland war zu einem Desaster geworden And different parties wanted now to gain the control. und verschiedene Parteien wollten jetzt die Vorherrschaft. There were two socialist parties. Es gab zwei sozialistische Parteien. One were for the democracy in Germany, the other for communism. Eine stand für die Demokratie in Deutschland, die andere für den Kommunismus. And then there was a rumor that this and that person wanted to proclaim Germany as a communist country from now on. Und dann gab es Gerüchte, dass eine Person Deutschland zu einem kommunistischen Land machen wollte. On this day. An diesem Tag. And so the leader of the parliament at that point stood on the balcony, opened the window and just proclaimed Germany as a democracy. Und der Leiter dieser Partei hat Deutschland zu einer Demokratie von dem Balkon herunter verkündigt. To prevent from Germany being communist. Damit Deutschland davor behütet würde, kommunistisch zu sein. And he also dethroned the Kaiser. Er hat auch den Kaiser entthront, Without the Kaiser even resigning. ohne dass der Kaiser überhaupt zurückgetreten ist. So I find it really interesting, those stories, and I only could give you a summary of the last Diese Geschichten portion. fand ich sehr interessant und ich konnte euch nur eine Zusammenfassung dieser Zeit geben. 1919, you have the Treaty of Versailles again, 1919 gibt es wieder einen Friedensvertrag von Versailles, where Germany is now the loser. wo Deutschland als Verlierer dasteht. Here they win, here they lose. Hier haben sie gewonnen, hier verloren. So if you speak about this in an application, this is the last point I'm making, Wenn man hier Anwendungen macht, und das ist mein letzter Punkt, we're talking about collusion today. dann sprechen wir auch heute über We're Hochverrat. saying there's collusion between America and Russia somehow. Hochverrat zwischen Amerika und Russland. If you look at this history, Wenn du dir die Geschichte anschaust, I think it will give us input of who the players are, what is happening in this collusion. dann zeigt es uns, wer die Hauptspieler sind, wo der Hochverrat stattfindet. My problem is, who are the players? Mein Problem ist nun, wer sind die Mitspieler? Obviously, you have two allies.
Es gibt zwei Alliierte, UK, France, and Russia. Vereinigtes Königreich, And Italy Frankreich later on. und Russland und And auch Then Italien you have Germany and Austria. und Deutschland, Österreich. The thing is, one portion of this ally reaches out to the enemy. Die Sache ist nur, dass ein Teil dieser Alliierten die Hand dem Feind streckte. So if you think that Germany, and I'm pretty sure that Germany prefigures United States, Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Deutschland die Vereinigten Staaten vorausstattet. who's Austria who does the collusion? Wer ist Österreich, die den Hochverrat begangen hat? So if you consider that Germany and Austria would be maybe Republicanism and the Democrats within the United States, Vielleicht können wir sagen, dass Deutschland und Österreich die Demokraten darstellen in den Vereinigten Staaten. then I suggest it would be the Democrats who have the collusion with the enemy and not Trump. Dann würde ich sagen, dass die Demokraten den Hochverrat mit dem Feind führen und nicht Trump. But this would be speaking contrary to what we've previously learned, so I'm really careful about what I'm Aber saying das here. wäre genau im Gegensatz zu dem, was wir bis jetzt gelernt haben und deswegen bin ich sehr vorsichtig damit. So that's why I'm saying November 9th is coming faster than we wanted to come, and there's not enough time to figure these things out. Der 9. November kommt schneller, als wir es glauben und wir haben nicht genug Zeit, das alles herauszufinden. For me, partially it would make sense that it's not Trump having the collusion for the following reason. Ich würde sagen, dass Trump nicht der Hochverräter ist aus folgenden Gründen. Because if the Democrats would be the people who have the collusion with Russia, Wenn die Demokraten den Hochverrat mit Russland geführt haben and it then comes out, und als Ergebnis davon then it would just strengthen Trump even more and the Republicans das würde die Republikaner und Trump noch mehr Stärke geben. and give him power to actually become a dictator, just as Napoleon centralized the power himself. Und das würde ihm die Macht geben, wirklich zum Diktator zu werden, so wie Napoleon, der die Macht zentralisierte. And anyway, the Allies are being defeated. Collusion comes out. I mean, Austria was defeated till humiliated till it's ground, you know. Aber egal wie es ist, die Alliierten wurden geschlagen und Österreich lag am Boden. Which essentially is Raffia, humbling Das the king of the north. wäre Raffia, den König des Nordens, zu demütigen. And this country is the king of the north because here is the Roman Holy Empire. Denn dieses Land ist der König des Nordens, denn dort ist das Heilige Römische Reich. However, I'm not sure, I'm not settled on anything. Ich habe noch nicht alles studiert. So if it is Trump, all I'm saying, I'm not settled and I need to study more and get everyone's input to see what is actually going on there. Who are the Ich players? muss noch mehr studieren und ich bitte auch euren Input. Does somebody remember why we're saying Trump is the collusion? Why is Trump doing the collusion? Erinnert euch sich jemand, weil wir sagen, dass Trump der Hochverräter ist? Okay, I mean the prophetic logic. What was the logic that we say Trump is the one having Was the ist die collusion with prophetische Russia? Logik, dass wir sagen, Trump ist der Hochverräter? Do you remember? Right now, out of the head now. Okay, so we'll close things here. Wir schließen hier ab. And I hope you enjoyed the studies and Ich hoffe, ihr you learned mochtet something. dieses Studium und ihr habt etwas gelernt. I learned a bit, Jean-Marc. You said that the Jews in the 19th century, you connected them with Islam? Du hast die Juden im 19. Jahrhundert mit dem Islam zusammengebracht. No, I connect them with terrorism, which essentially is Islam. Ich habe sie mit dem Terrorismus zusammengebracht, das ja der Islam ist. But I say specifically terrorism because it's not going to be only Islam who does terroristic Ich sage attacks. besonders Islam, weil Terrorismus, weil ja nicht der Islam alleine We terroristisch. see a lot of tätig people going over and doing terroristic attacks. Es gibt viele Leute, die terroristische Angriffe ausführen. My question about that is, Meine Frage darüber. because in the time when all those rulers, the king, like Franz Ferdinand and stuff, In der Zeit, wo all diese Herrscher,
da in the waren. time, many rulers of kingdoms, many royal people got killed Wurden viele königliche Herrscher gekönigt, by terrorists, getötet, but not by the Jews, but by anarchist groups like the Black Hand. Why is Prince Ferdinand being killed? Warum Because of wurde a terrorist attack. Yeah, That's why he was killed. yeah, but they were not Jews. What is the Prince? No, I'm just saying that the Jews represent the common enemy. And I'm saying today the common enemy, which is being used as a common enemy to unify the nations, is terrorism. Ich habe nur gesagt, dass die Juden den allgemeinen Feind darstellten und heute ist es der Terrorismus. Der Islam. So I'm not essentially saying Jews are terrorists. It's not what I'm saying. Ich I'm sage just nicht, saying dass Juden Terroristen sind. you need a common enemy to unify a nation. Ich sage nur, dass du einen allgemeinen Feind brauchst, um eine Nation zu vereinen. For Hitler was the Jews. Für Hitler war es die Juden. Everyone hated the Jews then. Jeder damals hasste die Juden. To create this Aryan nation, the German dream again. Diese arische Nation, diesen deutschen Traum zu bilden. And today who's disturbing the world peace? What Und are they wer saying? It's zerstört heute terrorism. den Weltfrieden? Das ist der Terrorismus. Okay. Any other thoughts? Otherwise we'll close. Odelia, will you pray? Dear Father in heaven, thank Die- you for this blessed presentation. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für die gesegneten Darstellungen. Help us to further investigate the history Hilf uns, dass wir weiterhin die Geschichte untersuchen and to apply these things for our days. und die Dinge für unsere Zeit anwenden. Help us to do the work Hilf uns, dass wir das Werk tun, that needs to be done. was getan werden muss. Bless us with all the gifts of the Holy Spirit that we need. Segne uns mit den Gaben des Heiligen Geistes, die wir brauchen. And help us to discover the pearls and jewels and treasures in your word. Hilf uns, dass wir die Juwelen in deinem Wort entdecken. And help us to prepare for the coming crisis. Und hilf uns auch, dass wir uns für die kommende Krise vorbereiten. Bless you all these things in Jesus' name. All das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Amen.